Hallo liebe Sperrgurtfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem heutigen Video. Vor kurzem habe ich euch auf meiner Insta-Story gefragt, was ihr denn demnächst auf meinem YouTube-Kanal denn so sehen möchtet. Und ihr habt reichlich reagiert. Viele von euch waren interessiert, wie denn meine Stretching-Routine bzw. mein Dehnprogramm vor meinen Wurfeinheiten aussieht. Daher werde ich euch heute meine Top 10 Übungen zeigen und Schritt für Schritt erklären, warum diese Übungen ideal für mich sind, mich auf meine Wurfeinheiten vorzubereiten, egal ob ich Speer werfe oder Ball werfe. Sie bleiben stets gleich, wobei ich verändere mal die eine oder andere Übung, aber im Großen und Ganzen bleiben sie gleich. Da würde ich sagen, let's go! Aber bevor ich in die Details eintauche, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Let's go! Denkt aber dran, dass dies meine persönliche Stretching-Routine ist und wenn ihr irgendwelche Probleme an der Schulter haben solltet, dann lasst sie doch bitte vorab checken von einem Arzt oder von einer Ärztin bzw. von einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin, um sicher zu gehen, dass ihr die Übung auch ohne Probleme durchführen könnt. Aber bevor wir mit den Übungen starten, möchte ich euch kurz zeigen, welche Utensilien ich für meine Stretching-Routine brauche. Das ist einmal ein Gummiband, gerne auch während der Saison ein stärkeres, weil man sich daran natürlich an die Stärke des Gummibands dann doch irgendwann gewöhnt und die Muskulatur neue Reize braucht. Dann habe ich einmal hier einen Faszienball, wo ich dann spezifisch die Muskulatur aufdehnen kann und natürlich auch eine Faszienrolle, gerne auch eine elektrische Faszienrolle. Ich benutze die ja sehr, sehr gerne, um auch da breitflächig die Muskulatur dehnen zu können bzw. zu aktivieren. Und mit dieser fangen wir jetzt auch an. So, dann kommen wir zur ersten Übung und zwar mit der Faszienrolle. Mit der werde ich meine Rückenmuskulatur bzw. den Rückenstrecker aufdehnen. Und wie ich das mache, ganz easy. Und zwar lege ich mir die Faszienrolle unter meinen Rücken und fange an, mit den Beinen meinen Rücken von oben nach unten abzurollen. Erstmal ganz locker. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, die Faszienrolle benutzen, um seine Wirbelsäule zu mobilisieren. Nicht erschrecken, wenn es knackt. Oh, das war schön. Da könnt ihr dann auch versuchen, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, auch die seitlichen Rückenstrecker damit abzurollen. Und zwar nehmt ihr auch wieder die Faszienrolle und schaut, dass ihr vielleicht auf ein Bein drauf geht, meistens aufs Diagonale, wenn ich links drauf will, aufs rechte. Nehmt das linke übers Knie und dann spürt ihr, wie ihr über die, jetzt in diesem Beispiel, über die linken Rückenstrecker drüber rollt und diese dann mit der Faszienrolle ein bisschen dehnt. Ich mache es jetzt exemplarisch natürlich auf der linken Seite, auf der rechten Seite sieht es natürlich ähnlich aus. Da geht er dann auf die rechten Rückenstrecker, aufs linke Bein und das rechte Bein aufs linke Knie. Natürlich könnt ihr auch die Faszienrolle noch nehmen für die obere Rückenpartie, das heißt auch für die Schulterblätter spezifisch. Da liegt ihr mit dem Rücken bzw. mit dem linken Schulterblatt direkt auf der Faszienrolle. Streckt dann auch den linken Arm nach hinten aus, damit er da auch in die Streckung kommt der Muskulatur. Und dann rollt ihr hier das Schulterblatt ein bisschen ab. Ihr könnt auch ein bisschen mit der Schulter ein bisschen eindrehen, ein bisschen nach vorne drehen. Und schaut, dass ihr dann schön breitflächig die Schulterblattmuskulatur damit aufdehnt. Und abrollt. Ihr könnt auch da verschiedene Positionen mal austesten, wie ihr natürlich am besten die Muskulatur ansprecht und die ihr auch vor eurer Wurfeinheit schön locker macht. Jetzt zeige ich euch meine Dehnübung mit dem Gummiband. Für die Vorführzwecke in diesem Video zeige ich euch die Dehnübung immer nur mit der rechten Seite. Ich mache sie auch in meiner Stretching-Routine auf der linken Seite. Das sind die gleichen Übungen, nur spiegelverkehrt. Dann werde ich jetzt das Gummiband mal an der Multipresse festmachen. Und zwar schaue ich, dass ich ungefähr das Gummiband auf Schulterhöhe festmache, weil ja da auch der Arm ungefähr mit der Sperrführung sein sollte. Und dann macht er das Gummiband salopp gesagt einfach mal fest. Das ist ja in sich geschlossen, das geht ganz einfach. Durchfädeln. Zack, ist dran. Ich persönlich nehme das Gummiband immer mit einem spezielleren Griff. Speziell in der Hinsicht, dass ich versuche, den Griff des Speeres zu imitieren. Und zwar gehe ich da mit meinem kleinen und mit meinem Ringfinger durch das Gummiband sozusagen durch
und halte das Gummiband mit meinem Mittelfinger und mit meinem Zeigefinger, beziehungsweise natürlich auch mit dem Daumen hier fest. Und so hat man einen recht ähnlichen Griff, wie wenn ich jetzt einen Späher in die Hand nehme und damit werfen möchte. Als erste Übung mit dem Gummiband dehne ich meinen Trizeps. Und zwar nehme ich den Arm sozusagen über meine Schulter, Ellenbogen zeigt nach vorne, der Unterarm, wie ihr seht, beziehungsweise die Hand wird vom Gummiband nach hinten gezogen. Ihr steht ungefähr hüftbreit auf dem Boden, geht leicht in die Knie, spannt eure Rumpfmuskulatur an und dann lehnt ihr euch, soweit es geht, nach vorne, sodass ihr merkt, dass der Trizeps unter Spannung kommt. Wenn ihr merkt, das ist zu wenig Spannung, geht gerade einen Schritt nach vorne, einen kleinen Schritt nach vorne, geht in die gleiche Position und dehnt auch hier den Trizeps auf, indem ihr euch den Arm mit dem Gummiband nach hinten ziehen lässt. Nicht wundern, wenn ihr leichte Tropfgeräusche hört. Es regnet heute und hier durch das Plexiglasdach hört man es ziemlich stark. Also bitte nicht wundern, wir hoffen, es hört demnächst auf, aber wir können es leider nicht versprechen. Für die nächste Übung nehmen wir das Gummiband mit sozusagen allen 4 Fingern. Da stehen wir in Ausgangsposition sozusagen, in Ausgangswurfposition mit dem rechten Arm, gehen wir natürlich mit dem linken Bein nach vorne und dann dehnen wir unsere vordere Schulterpartie, den vorderen Deltamuskel, indem wir den Arm nach innen drehen, uns im Oberkörper nach vorne lehnen und dann den gestreckten Arm mit dem Gummiband nach hinten ziehen lassen. Und dann merkt ihr hier, wie die vordere Schulterpartie, auch der Ansatz vom Bizeps, Ansatz von der Brustmuskulatur ordentlich gedehnt wird. Und denkt immer daran, dass ihr die Übungen so ausführt, dass ihr auch die Muskulatur dehnt, die ihr auch ansprechen möchtet. Falls es nicht sein sollte, dann versucht die Position zu variieren, egal ob es jetzt Schulter ist, Oberkörper ist, damit ihr auch, wie gesagt, die anzusprechende Muskulatur auch dehnen könnt. Falls es nicht sein sollte, dann sprecht doch mal lieber mit eurem Physio darüber, ob vielleicht dann doch die Schulter in einer ungünstigen Position ist, dass man da die Muskulatur nicht richtig aufgehen kann. Also lasst es dann auch vorher wieder abchecken. Bei der nächsten Übung dehnen wir die komplette Seite auf, das heißt von der seitlichen Bauchmuskulatur über den Latissimus den kompletten Arm bzw. die komplette Armmuskulatur. Da nehmt ihr das Deuserband wieder, ich sage jetzt einfach mal, in den Speergriff. Stellt euch, wenn ihr die rechte Seite dehnen wollt, mit dem linken Bein Richtung Deuserband sozusagen. Dann geht ihr einen großen Schritt weg, sodass ihr hier schon mit dem kompletten Arm in die Spannung kommt. Dann merkt ihr auch hier schon die hintere Schultermuskulatur, dass da schon gut Spannung drauf kommt. Aber wir möchten natürlich, dass die komplette Seite gedehnt wird. Und dann nehmt ihr den Arm über den Kopf, geht einen großen Ausfallschritt nochmal weg vom Gummiband, geht mit dem rechten Bein ins Knie, lasst das linke gestreckt und da werdet ihr schon merken, dass hier die komplette Seite, Rippenmuskulatur, seitliche Bauchmuskulatur, Latissimus, die hintere Schultermuskulatur, das alles gedehnt wird und versucht dann während der Übung immer wieder ins rechte Knie oder das rechte Knie zu beugen, damit ihr immer wieder mehr Spannung auf die angesprochene Muskulatur bekommt. Die nächste Übung ist recht ähnlich wie die vorgehende Übung. Da dehnen wir auch wieder die seitliche Bauchmuskulatur, Latissimus und auch die hintere Armmuskulatur. Und zwar mache ich die jetzt an der Multipresse vor. Wir dehnen jetzt auch wieder die rechte Seite auf. Ihr nehmt den rechten Arm bzw. die rechte Hand und setzt sie hier oben hin. Der linke Arm, die linke Hand kommt tiefer an das Gestänge, an die Multipresse. Und dann steht ihr mit dem Gewicht auf dem linken Bein. Dann geht ihr hier in die Streckung und dann merkt ihr hier schon, dass der Latissimus ziemlich unter Spannung kommt, gedehnt wird. Und dann könnt ihr noch hier das rechte Bein nehmen, nach hinten lehnen und dann leicht mit dem linken Bein ins Knie gehen. Dann merkt ihr, dass es noch mehr aufgedehnt wird. Und dann versucht ihr, euch noch rauszudrehen
Und dann merkt ihr, dass ordentlich Spannung auf die seitliche Muskulatur bzw. auf den Latissimus kommt. Die nächste Übung ist meine Lieblingsdehnübung, und zwar gehen wir da in die Power Position, in die Wurfauslage und dehnen dabei die Brustmuskulatur bzw. die komplette Armmuskulatur. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr ein Stück weg von der Multipresse, sodass ihr schon wieder gut Zug aufs Gummiband bekommt. Dann geht ihr in die Wurfauslage, das heißt natürlich für den Rechtshänder das linke Bein vorne. Drückt ihr hier schon, versucht ihr hier schon mit dem rechten Fuß die rechte Hüfte nach vorne zu drehen. Geht hier mit dem Arm in die Außenrotation. Und je weiter ihr aufdreht, merkt ihr hier schon, dass ordentlich Spannung, wie ihr auch hört, ordentlich Spannung auf die Brustmuskulatur kommt und natürlich auch vorderer Delta. Oh Gott, da komme ich ja gar nicht hin zeigen. Oh Gott. Und dann könnt ihr hier versuchen, wieder zurückzugehen und euch wieder reinzuwippen. Und könnt die Abwurfbewegung auch gleichzeitig mit dem rechten Fuß beginnend, so wie es beim Werfen sein sollte, die Hüften nach vorne drücken und dann in die Bogenspannung auch reinkommen. Wie es beim Abwurf auch aussehen sollte. Die nächste Übung ist recht simpel. Da braucht ihr weder eine Faszienrolle noch ein Gummiband. Und zwar ist es die seitliche Nackenmuskulatur. Da steht ihr einfach gesagt hüftbreit auf dem Boden, geht gleich in die Knie, Rumpfmuskulatur schön angespannt, Blick gerade nach aus. Und dann nehmt ihr den Kopf einfach auf die Seite. Und falls ihr hier noch keine Spannung spüren solltet, könnt ihr auch jetzt für die linke Seite den rechten Arm nehmen und den Kopf noch etwas weiter drücken, sodass ihr den Trapez bzw. die seitliche Nackenmuskulatur spürt. Und natürlich auch die andere Seite nicht vergessen. Bei der nächsten Übung dehnen wir die vordere Halsmuskulatur bzw. die hintere Halsmuskulatur. Da steht ihr im Prinzip genauso da wie bei der seitlichen Muskulatur. Blick geradeaus und dann nehmt ihr den Kopf und schaut einfach nach oben. Wir können auch noch ein bisschen variieren, ein bisschen nach rechts, nach links gucken. Dann merkt ihr, wie ihr dann mehr auf der linken bzw. auf der rechten Seite den Dehnschmerz merkt. Und das gleiche dann auch noch für die hintere Nackenmuskulatur. Da schaut ihr salopp gesagt nur auf den Boden. Und auch hier wieder den Kopf drehen. Oder auch beide Arme nehmen und den Kopf noch etwas mehr nach vorne drücken, damit ihr noch mehr Spannung in die hintere Halsmuskulatur bekommt. Bei der nächsten Übung dehnen wir die untere Armmuskulatur, und zwar setzen wir uns dahin, wie ihr seht, und nehmen den Arm falsch herum auf die Auflage, sodass wir die Vorderseite des Unterarms dehnen. Das reicht bei mir schon, weil da komme ich nicht. Aber da merkt ihr hier einen Dehnschmerz, der geht vom Handgelenk über die Unterarmmuskulatur bis hoch in den Ellbogen. Ihr könnt auch hier bei dieser Übung wieder schön reinwippen, sodass die Spannung von Mal zu Mal etwas zunimmt. Und das macht natürlich auch mit der linken Seite. So, und für die letzte Übung nehmen wir den Faszienball zur Hilfe. Ich dehne mir heute mal die Schulterblattmuskulatur, und zwar mache ich es auch ziemlich oft, weil ich einfach merke, dass mir das gut tut, wenn ich die Übung mache. Das heißt, ich gehe erstmal in die Ausgangsposition und rolle mich über die Schultermuskulatur ab, Richtung Rücken, sodass ich merke, dass ich am Schulterblatt dran bin und habe den Ball im Großen und Ganzen zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule. Merke aber, wenn ich hier
mich bewege, dass natürlich auch das komplette Schulterblatt, die komplette Muskulatur des Schulterblatts gedehnt wird. Und dann, wenn ihr eine Stelle habt, wo ihr merkt, dass es ziemlich zu ist, die noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, dann bleibt drauf und macht dann kleinere Bewegungen. Und wenn ihr merkt, dass es besser wird, macht wieder größere Bewegungen und sucht euch die nächste Stelle. Wenn ihr eine habt, bleibt auch wieder drauf und macht dann wieder kleinere Bewegungen. So, und das war meine persönliche Stretching-Routine bzw. mein persönliches Dehnprogramm, was ich vor jeder Wurfeinheit mache. Ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich und habt einige Tipps mitgenommen, die ihr für euch bzw. für eure Training, für euer Stretching-Programm auch mitnehmen könnt und auch so umsetzen könnt. Denkt auch immer daran, dass Körper unterschiedlich sind, das heißt auch die Muskulatur anders angesprochen werden muss und so müssen auch die Übungen variiert werden und schaut einfach da, wie ihr die Übung am besten umsetzen könnt und auch die Dehnübungen halten könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und schreibt mir unten in die Kommentare vielleicht auch, welche Dehnübungen ihr noch für euer Stretching-Programm macht, beziehungsweise welche Übungen ihr in eure Routine aufgenommen habt. Würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Bleibt fit, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.